In der Frauenkirche erinnert der spanische Künstler Fernando Sánchez Castillo an eine stille, aber mutige Geste, den Friedensruf junger Menschen aus Dresden im Februar 1982. 3 Jugendliche hatten mit einer Kettenbriefaktion Tausende mobilisiert. Grundlage für ein Kunstwerk, das Vergangenheit und Gegenwart verbindet und von der Kraft kleiner Impulse erzählt. Das Werk besteht aus 5000 kleinen Figuren, die die Menschen der 1980er Jahre darstellen. Sie traten für Frieden ein und forderten ein Ende der nuklearen Bedrohung, eine Bedrohung, die auch heute noch existiert. Menschen, die angesichts von Krieg und Militarisierung für Frieden und Abrüstung eintreten. Für Sánchez Castillo ein zeitloses Thema. 1982 was a moment of real crisis. 1982 war eine Zeit großer Krisen, aber auch großer Hoffnung. Die Bedrohung durch einen Nuklearschlag war allgegenwärtig und die Menschen wussten das. Sie kämpften für unsere Zukunft und unsere Gegenwart. Das ist nichts, was einmal errungen und dann vergessen werden kann. Vielmehr müssen wir uns täglich dafür einsetzen, denn wir haben die Möglichkeit, die Zukunft der Menschheit zu verändern. Mit Kommunikationsmitteln, die 1000, ja millionenfach stärker sind als noch vor 50 Jahren. Millions of times more powerful than 50 years ago. Zentrales Motiv seiner Installation ist eine Frauenfigur, die eine Kerze abstellt. Sánchez Castillo sieht darin weit mehr als eine berührende Geste. Vielmehr ist es ein Sinnbild stiller Wirksamkeit und zugleich ein Kommentar auf die männliche Dominanz in Kunst und Gesellschaft. Man created war. And also, that was a failure. Männer haben den Krieg erschaffen und das war ein Fehler. Die Geschichte unserer Spezies ist ein einziger Misserfolg, wenn wir unsere Konflikte kriegerisch lösen. Noch heute sind es meist Männer, die im öffentlichen Raum oder in Denkmälern dargestellt werden. Die Rolle der Frau ist eine ganz andere, denn ihr Denken ist friedlicher. Es sollte im neuen Zeitalter viel sichtbarer sein und gefördert werden. Exhibit and promote. Im Hauptraum der Frauenkirche ist ein weiteres Exponat zu sehen. Ein leuchtendes Echo auf ein Detail aus Picassos Guernica. Die Lichtinstallation sendet im Morsecode die Botschaft "We shall overcome". To place it in the front of the church with the divine light. Das Werk im Altarraum der Kirche sozusagen im göttlichen Licht zu platzieren, berührt mich sehr. Es erzählt von der Stadt Guernica, die Picasso zu seinem berühmten Gemälde inspiriert hat. Ein Werk, das ebenso für viele andere zerstörte Städte wie Dresden eine ist, gilt. Es hier zu zeigen in einem der wohl bedeutendsten Kunstwerke, das nach der Zerstörung des Zweiten Weltkriegs entstanden ist und nun durch die Hilfe vieler vollendet wurde, hat für mich eine starke Symbolkraft. Ich kann mir keinen besseren Ort vorstellen für dieses Werk, das sich auf Picasso bezieht, aber zugleich hochaktuell und notwendig ist. Der Künstler weiß, dass er damit das barocke Ambiente bricht. Doch er findet das wichtig. Denn so wird Kunst zu einem offenen Gespräch über Verantwortung und Frieden. Wo passt das besser als in der Frauenkirche, einem Ort der Auseinandersetzung und einem Symbol der Versöhnung? To have contemporary art in a church like this, I think is very important because Zeitgenössische Kunst in einer Kirche wie dieser zu zeigen, ist sehr wichtig. Die Wünsche von Religion und zeitgenössischer Kunst liegen gar nicht so weit auseinander. Wir sprechen vielleicht in einem anderen Code, aber dieser Code soll etwas Gemeinsames ausdrücken, eine Kultur, die allen Menschen gehört. Which is a common language for all human kind. Doch zurück zur Installation in der Unterkirche. Auch hier ist Licht ein wichtiger Aspekt. Die meisten Figurinen haben die Farbe von Kerzenwachs. Einige wenige sind durchsichtig und leuchten im Dunkeln.
Das ist wichtig, denn auch so manche Helden sind unsichtbar und trotzdem sind sie da. Die Transparenz schafft auch einen Bezug zum Thema Atomkraft, nur dass sie hier nicht zerstört, sondern als inneres Licht wirkt. Zu Sánchez Castillos Ausstellungskonzept gehört oftmals eine weitere Ebene, so auch hier in der Frauenkirche. Der Künstler fordert Interaktion, lässt das Publikum in sein Werk eingreifen und an der Gestaltung teilhaben. Man könnte sagen, es ist ein Kunstwerk, das sich verstreut. Die Menschen sind eingeladen, eine Figur mitzunehmen und dafür eine Notiz, einen Gedanken oder eine kleine Zeichnung zu hinterlassen. Es geht darum, nachzudenken, wie eine kleine, friedliche Geste die Welt verändern kann. Tatsächlich ist es ein Kunstwerk, das gemeinsam mit den Besuchern entsteht. Es wird erst dadurch vollendet, dass sie kommen und mit dem Werk interagieren. The idea behind this action. Die Idee hinter dieser Aktion ist nicht nur, seine eigene Meinung kundzutun, sondern von den Gedanken anderer zu lernen. Wir schaffen einen kollektiven Moment des Teilens, nicht nur als Austausch zwischen Publikum und Künstler, sondern als gemeinsames Erlebnis einer Gemeinschaft, die hier zusammenkommt. Wir gestalten ein großes Mosaik aus vielen Stimmen. Fernando Sánchez Castillo ist überzeugt, Kunst verbindet uns mit unserer Geschichte. Sie kann ermutigen und Gemeinschaft stiften. Dresden und die Frauenkirche sind dafür beste Beispiele. Art is a fantastic way to connect with history. Kunst ist eine wunderbare Möglichkeit, sich mit der Geschichte zu verbinden. Das Beispiel dieser vielen Frauen aus den 1980er Jahren ist großartig. Sie zeigen uns, wie man friedlich protestieren kann, Widerspruch ausdrückt und wie man durch Kunst, durch Gesang, durch kleine Lichtzeichen mit Kerzen die Welt verändern kann. Hier in Dresden habt ihr es geschafft, wieder eine wunderbare Stadt der Kunst zu erschaffen. Eine, die von der Vergangenheit in die Zukunft spricht. Ich bin wirklich sehr glücklich, Teil dieser Entwicklung zu sein. And yeah, I think I'm very happy to be part of this flow, no? Unerhört leise erzählt von der Kraft kleiner Hoffnungszeichen in unsicheren Zeiten. Ein Werk, das Mut macht, auch auf sanfte Gesten zu vertrauen und auf das, was aus ihnen wachsen kann.